Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für ein leckeres Kastenweißbrot. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker sowie 450 Milliliter lauwarmes Wasser dazugeben und dann mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes 750 Gramm Mehl zusammen mit der Hefe-Wasser-Mischung in eine Rührschüssel geben. Außerdem kommen noch 50 Gramm weiche Butter dazu und zum Schluss einen gestrichenen Esslöffel Salz. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten, bis daraus ein glatter, aber noch leicht klebriger Teig entstanden ist. Den Teig danach auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und dann mit den Händen von außen nach innen ziehen, durchkneten. Anschließend eine Kugel aus dem Teig formen, die Teigkugel zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch abdecken, für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, so lange, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Nach der Ruhezeit kommt der Teig in eine geölte oder gebutterte Kastenbackform. Dafür aus der Rührschüssel holen, kurz in Form bringen, das heißt zu einer ca. 30 cm langen Rolle formen und dann in die Backform heben und mit einem Küchentuch bedeckt für weitere 45 bis 60 Minuten ruhen lassen. Das aufgegangene Brot zum Schluss mit einem scharfen Messer der Länge nach ca. 1 cm tief einschneiden und so kommt das Brot dann in den vorgeheizten Backofen für ca. 30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis das Brot schön aufgegangen, goldbraun und knusprig ist. Das fertige Brot anschließend aus dem Ofen holen, auf ein Gitter stürzen, komplett abkühlen lassen und dann in Scheiben schneiden und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.